Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wozu diese Fläche hier vorne eigentlich wirklich sinnvoll genutzt werden kann, passt auf, dafür. Wie ihr seht, eine Nachtsicht-Wärmebildkamera. Ihr seht also, nachts werden Objekte direkt erkannt und werden euch präsentiert. Darum geht es auch in diesem heutigen Video, um eine zusätzliche Sicherheit für unser Auto. Nicht nur dieses Auto, sondern auch alle anderen Modelle. Wie gesagt, es ist ein Nachrüstsatz, eine Wärmebildkamera, universell einsetzbar für jede Marke, jedes Modell. Und ja, falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, ja, wie ihr wisst, ich habe ja eigentlich fast eine Vollausstattung, außer das Head-Up-Display. Ich habe gesagt, ich habe hier direkt im Sichtfeld schon ein Display. Ich habe rechts nebendran ein relativ großes Display. Jetzt brauche ich nicht noch genau hier vorne ein Display, was mir dann die Geschwindigkeit und die Richtung anzeigt. Das war für mich so, naja, kann man haben, muss man aber nicht. Und deshalb habe ich kein Head-Up-Display. Aber ja, diese Fläche kann man natürlich sehr schön dann für andere Zwecke nutzen. Und das ist die Wärmebildkamera NV300 Max, die ich euch vorstellen möchte. Ein Nachrüstsatz, ein Kickstarter-Projekt, das wurde jetzt umgesetzt. Ich habe hier zum Testen ein Set bekommen, habe das jetzt seit guten 3 Monaten im Einsatz und ja, möchte euch mal zeigen, was ist das Ganze überhaupt, wie wird das Ganze wie immer installiert, dann wie schaut das Ganze bei Tag aus. Und ja, vor allem, wie schaut das Ganze bei Nacht aus? Bei Nacht ist natürlich das Interessante, weil diese Kamera soll uns ja eine zusätzliche Sicht in der Nacht ermöglichen. Das, was wir im bloßen Auge nicht sehen können, das soll uns dann die Kamera zeigen und vor allem aber auch warnen. Und das kann dieses tolle Gadget. Ich blende euch mal hier seitlich dann auch mal so ein kleines Menü ein, damit ihr seht, wo ihr euch befindet, falls ihr mal kurz vorspulen wollt oder zurückspulen möchtet. Ja, fangen wir zuerst mal mit dem Unboxing an. So sieht die Verpackung aus. Sehr, sehr hochwertig. Wie ihr seht, innen drin ein paar Infoblätter, natürlich das Benutzerhandbuch, dann das eigentliche Display, wo uns das Ganze dann anzeigen wird. Wie ihr seht, sehr schön verarbeitet, sehr wertig. Wir haben hier einen Ausschaltknopf, Micro-SD, USB-Anschluss, Lautsprecher und das ist dann die eigentliche Kamera. So sieht das Ganze halt aus. Hat unten einen Magnetfuß wie auch Klebestreifen. Oben rechts blende ich euch dann die Eckdaten ein. Also bis auf 330 Meter weit kann die Kamera sehen. Innerhalb von 0,1 Sekunde werden Gegenstände, also Personen, Tiere erkannt und dann auch Alarm geschlagen, wenn man möchte. Eine Auflösung von 512 x 384 Pixel und das Ganze kann man auch als Dashcam nutzen und mit der Stimme steuern. Das alles, wie ihr seht, ist aktuell in Verpackung. Ich packe das Ganze jetzt mal aus und so sieht das Ganze halt aus. Wir sehen hier auch noch den Standfuß, der wird festgeklebt und auf der anderen Seite ist auch ein Magnet. Dran lässt sich dann ganz einfach das Display montieren, ein OBD-Dongle, damit wir die Daten des Autos auslesen können, die eigentliche Kamera, Kabel, dann so Plastikklipse, damit man auch das Kabel vernünftig verlegen kann. Und ja, legen wir mal los mit dem Setup. Setup ist sehr, sehr, sehr einfach. Mit den Pads, die mitgeliefert worden sind, macht ihr die Fläche, wo das Ganze festgeklebt wird, einfach mal sauber. Das habe ich schon gemacht. Und dann platziert ihr die Kamera außerhalb des Autos irgendwo hin. Wie ihr seht, Magnetfuß. Man kann das Ganze hier vorne befestigen auf der Motorhaube. So würde es dann von innen aussehen. Wäre eine Option. Die andere Option ist es so, wie es auch in der Anleitung drin steht, dass ihr das Ganze oben befestigt. Deshalb einmal Magnetfuß und zusätzlich die Klebepads. Bei mir, ich habe oben ein Panoramadach, da haftet halt nichts, also kein Magnet, sondern man muss das Ganze mit den Klebepads befestigen. Beides hält bombenfest. Also der Magnet hält bombenfest, aber auch die Klebepads. Beides zusammen natürlich noch besser, aber einzeln hält das Ganze auch schon mal sehr, sehr gut. Mit diesen Plastikklipsen, wie gesagt, da klipst ihr das Kabel rein und befestigt das dann an der Seite des Fensters. Das ist
sehr, sehr einfach durchzuführen und ihr seid mit der Installation eigentlich innerhalb von 5 Minuten fertig. Wie ihr seht hier nochmal, man klipst das Ganze so rein und dann hat man da auf der anderen Seite die Klebepads und schon ist das Kabel hier seitlich sehr sicher verstaut. Wie gesagt, bei mir momentan 3 Monate im Einsatz, ohne Probleme, auch durch Waschen, sonstiges. Es hält immer noch bombenfest, genauso wie ihr das hier im Video seht. Ich habe das Kabel hier einfach durchgeführt, hier reingeführt und dann kommt das auf der anderen Seite auch wieder raus. So ist es auch in der Anleitung beschrieben. Hier kommt es raus und dann seid ihr auch schon in dem Innenraum. Das Y-Kabel, was mitgeliefert worden ist, auf der einen Seite haben wir einen USB-Anschluss. Das ist dieser Ständer, den man da auch irgendwie festkleben muss. Würde ich euch aber erst empfehlen, nachdem ihr wisst, wo das Display genau platziert werden soll. Und hier sind dann auch die Anschlüsse. Ihr könnt da auch nichts vertauschen. Ein Anschluss passt immer nur auf einen Stecker und ihr verbindet das Ganze und dann habt ihr einmal den Anschluss für die Kamera und einmal den Anschluss für die Stromversorgung. Und ja, das verlegt ihr im Innenraum einfach mal so, wie es für euch halt am angenehmsten ist. Und das Display wird, wie gesagt, per Magnetfuß einfach da dran geklipst. Der USB-Stecker hier eingesteckt und dann ist die Installation eigentlich auch schon fertig. Zum Schluss noch den OBD-Dongle reinstecken, damit wir auch die Daten vom Auto bekommen. So sieht das Ganze halt aus und hier noch den Stecker einstecken. Wie ihr seht, der Anschluss an 12 Volt hat noch 2 zusätzliche USB-Ports, sprich dort könnt ihr auch nochmal zusätzlich dann euer Handy oder sonstige Gadgets mit anschließen. Also der 12 Volt Stecker ist dann nicht nur belegt, sondern erfüllt dann auch noch den Zweck eines zusätzlichen Ladegerätes. Wieso wird die Kamera jetzt außerhalb des Autos platziert? Ganz einfach, Infrarot kommt leider nicht durch die Scheibe hier durch. Deshalb muss die Wärme-Infrarotbildkamera außerhalb des Autos montiert werden. Anders funktioniert es leider nicht. Das ist der Grund, wie gesagt, wieso es außerhalb montiert werden soll. Wo ihr das Ganze dann montiert und ob das jetzt bei mir schon das finale Setup ist, weiß ich noch nicht genau. Das bin ich noch am Prüfen, ob ich das irgendwie noch anders montiere. Aktuell ist es genauso wie in dem Video gezeigt. Kamera ist da oben und ja, das war das Setup. Jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen mal ein. So sieht die ganze Boot-Animation aus. Das Starten des Gerätes dauert ca. 5, maximal 10 Sekunden. Dann ist das Gerät komplett hochgefahren. Nach dem Booten begrüßt uns der zuletzt eingestellte Bildschirm. Links Infos, welche wir über den OBD-Dongle bekommen. Rechts die Kamera. Ich zeige euch jetzt mal, welche Ansichten wir links haben. Wir sehen die Geschwindigkeit sowie einen Verlauf über 1 Stunde, die Motorumdrehungen, Verlauf über 1 Stunde und dann die Beschleunigung bzw. Abbremsung, wie oft das Gaspedal betätigt worden ist bzw. wie oft die Bremse betätigt worden ist. Rechts sehen wir die Kamera. Hier können wir ebenfalls mit Wischgesten die Modi wechseln. Mit einem Wisch nach links oder rechts wechseln wir in den Fusion Mode, Visible Light Mode, Auto Mode, Dual Spektrum Mode, Thermal Mode und dann geht es wieder von vorne los. Oben gibt es ein Menü, in dem wir uns die Aufnahmen anschauen können. Alle Aufnahmen oben links, Emergency-Aufnahmen und dann die manuellen Aufnahmen. Manuelle Aufnahmen können wir über das Menü rechts auslösen, Bilder sowie Videos. Diese erscheinen dann im zuvor gezeigten Menü. Unten rechts gibt es das eigentliche Einstellungsmenü. Bei General kann man die Bildschirmhelligkeit auf Auto einstellen oder manuell ändern. Das funktioniert auch, indem man ganz einfach links auf dem Bildschirm runter oder hoch wischt. Quasi ein verstecktes Menü. Rechts haben wir auch ein verstecktes Menü, nämlich für die Lautstärke. Ich stelle mal alles jetzt auf die höchste Helligkeitsstufe ein, weil das einfach für die Aufnahme die beste Lösung ist. Dann hat man unten noch die Alarmsensitivität, also wie empfindlich soll der Alarm sein. Kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Im nächsten Punkt Display könnt ihr diverse Bildschirmverbesserungen ein- oder ausschalten. Ich habe alle eingeschaltet. Im letzten Punkt wählt ihr, wie ihr das Wärmebild dargestellt bekommen möchtet. Ich wähle mal White Hot aus und so sieht das Ganze dann aus. Dieses White Hot ist jetzt nicht so mein Fall. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze jetzt nochmal mit einem anderen Setting aussieht.
So wählen wir das hier mal aus und so sieht dann die Darstellung entsprechend aus. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht meins. Bei mir sieht das Ganze, zumindest mal für mich, in Rainbow am besten aus. Kommen wir zur Alarmstrategie. Ihr erinnert euch an die Empfindlichkeitseinstellung des Alarms im Punkt General. Dort stellt man ein, wie empfindlich der Alarm sein soll. Hier stellen wir nun die Details ein. Also, von wie viel bis wie viel Uhr soll der Alarm eingestellt sein bzw. aktiv sein? Entweder den ganzen Tag, dann ist er den ganzen Tag aktiv, oder zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Sprich, der Alarm soll zum Beispiel uns nur nachts oder abends vor Gefahren warnen. Tagsüber soll uns das System akustisch zumindest mal nicht warnen. Und das legen wir dann in diesen ersten 1-2 Punkten fest, indem man die Uhrzeit dort dann einträgt, zu welcher Tageszeit dann vor Autos gewarnt werden soll und zu welcher Tages- oder Nachtzeit dann vor Tieren oder aber halt auch Menschen gewarnt werden soll. Dann können wir den eigentlichen Alarm ein- oder ausschalten und wir können Details festlegen, also ab welcher Geschwindigkeit zum Beispiel erst gewarnt werden soll. Fußgänger, Tiere oder Autos. Hier können wir auch festlegen, ob zum Beispiel mich das System warnen soll, wenn ein Auto vor uns losfährt, ich das aber aus irgendeinem Grund nicht mitbekomme. Oder soll mich das System warnen, wenn ich zu nah oder zu schnell an ein Auto heranfahre. Davor kann uns das System dann auch warnen. Die Details und die Videos dazu kommen später. Im Punkt Management sehen wir die Eckdaten des Gerätes. Ich kann hier auch das WLAN konfigurieren, beim Handy Hotspot einschalten, die Daten des Handys eingeben und dann könnt ihr euch mit dem Gerät verbinden. Habt ihr euch mit dem Handy und dem Gerät verbunden, könnt ihr dann die Einstellungen des Gerätes auch über das Handy durchführen. Das zeige ich euch auch gleich. Im letzten Punkt, Help, seht ihr die Sprachbefehle. Das Gerät lässt sich auch über Sprache steuern und dort seht ihr die ganzen Befehle, die ihr verwenden könnt, um das Gerät ohne Finger bedienen zu können. Ich zeige euch gleich an einem Beispiel, wie gut das Ganze denn funktioniert. Hi Max. I'm here. Fullscreen. Full screen. Wie versprochen, hier auch noch die Anzeige nach einer Fahrt. Wir sehen, wie oft die Pedale betätigt worden sind. Wir sehen die Umdrehungen des Motors, Durchschnitt und Max. Und wir sehen auch hier die Geschwindigkeit Durchschnitt und Max, auch als Graph dargestellt. Aber kommen wir jetzt mal zur App. Die App könnt ihr euch im Store runterladen oder von der Webseite des Herstellers. Wie ihr seht, könnt ihr euch das Live-Bild anschauen. Ihr könnt auch die ganzen Modi, die wir gerade eben schon gesehen haben, auch umschalten. Und das Ganze funktioniert in der Sprache, in der auch euer Handy läuft. Bei mir hier jetzt zum Beispiel, wie ihr seht, alle Einstellungsmöglichkeiten sind jetzt hier auf Deutsch. Für alle also, die sich das Ganze jetzt nicht zutrauen, auf dem Gerät auf Englisch einzustellen, einfach die App benutzen und dann könnt ihr in eurer Sprache dann das Ganze konfigurieren und einstellen. Ihr habt die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie auch auf dem Gerät. Mit einer Firmware-Versionsupdate ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr in Zukunft dann auch eure Sprache auf dem Gerät dann habt. Kommen wir noch zu den Aufnahmen am Tag. Wie ihr seht, ich fahre jetzt hier mitten durch die Stadt durch und ganz viele Autos werden erkannt innerhalb, wie gesagt, von 0,1 Sekunde, so schreibt das System, werden, egal ob fahrende oder stehende Autos, wunderbar erkannt. Also wirklich bombenschnell, zum Teil ganz, ganz weit entfernt, wo man es eigentlich mit dem bloßen Auge noch gar nicht wirklich registriert, werden die Autos da schon erkannt. Mal ein Switch auf meine Dashcam, damit wir einen Vergleich haben, wie das Ganze dann aussieht. Die Dashcam ist natürlich im Auto. So sieht das Ganze dann mit der Dashcam aus, einfach nur als Vergleich. Und jetzt switchen wir wieder auf die Kamera nach außen hin. Das ist die normale Kamera, die in dem Gerät natürlich auch verbaut ist, neben der Wärmebildkamera. Aber kommen wir jetzt mal zu den Nachtaufnahmen. So, jetzt sind wir bei den Nachtaufnahmen. Ich habe mal auf diesen Dual-Mode geschaltet. Wie ihr seht, man sieht nichts. Dort ist komplett dunkel, aber die Wärmebildkamera erkennt, das sind Personen, die sich bewegen. Ich habe es mit dem bloßen Auge nicht wahrgenommen. Und auch die Kamera des Gerätes, die normale Kamera, hat es nicht gesehen, nur die Wärmebildkamera. Dadurch erkennen wir, das sind Personen. Und damit ihr mir auch, sag ich mal, mehr glaubt, hier nochmal auch die Aufnahme der Dashcam. Es ist einfach komplett schwarz.
Genauso hat es auch mit dem bloßen Auge ausgesehen. Man hat dort absolut nichts erkannt, dass sich da Personen bewegen. Und ich sage jetzt mal, es ist jetzt stehend. Wie gesagt, während der Fahrt wäre es natürlich noch schlimmer, wenn man diese Person nicht sehen würde. Kommen wir jetzt mal zu Aufnahmen bei Fahrt. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe mal hier die Wärmebildkamera eingeschaltet. Warning. Too close. Wie ihr seht, das System hat mich davor gewarnt, ich war zu nah an dem Auto dran. Und das ist jetzt genau die Einstellung, die ich euch gezeigt habe, die wir hier durchführen. Zu welcher Uhrzeit soll uns das System warnen? Auto, aber auch vor Lebewesen. Und dann auch ab welcher Geschwindigkeit. Und natürlich genau vor was soll uns das System warnen? Autos oder Fußgänger oder sonstiges. Hier sehen wir ein anderes Beispiel. Wir fahren und sehen jetzt die Wärmebildkamera. Wir switchen jetzt einfach mal um nach außen, damit ihr seht, wie das Ganze dann aussieht. Car ahead moving. Das Auto ist weggefahren. Ich bin stehen geblieben. Das System hat mich gewarnt oder erinnert, hey, fahr mal los. Und jetzt einfach mal eine Aufnahme im Schnelldurchlauf durch eine Landstraße. Im Idealfall kommt uns natürlich kein Reh, kein Wild entgegen. Hier wäre es natürlich irgendwie schön gewesen, dass mal was vielleicht am Seitenrand gestanden hätte. Dann hätte man das schön sehen können. Ich habe jetzt auf der Rückfahrt den Dual-Mode eingeschaltet. Das ist meiner Meinung nach der beste Mode. Der vereint die normale Kamera und die Wärmebildkamera in einem Bild. Und jetzt schaut euch mal an, wie das Ganze aussieht. Wir sehen eigentlich nichts. Oben rechts die Aufnahme der Dashcam. Und hier zeigt mir das System an, irgendwas ist dort. Bei der Vorbeifahrt hat man es nicht gesehen, die Dashcam hat es auch nicht gesehen, aber dort war einfach ein Gebäude, es hatte eine andere Wärmestruktur und das hat das System schon erkannt. Viel interessanter ist es natürlich denn in der Stadt mit Personen und das machen wir jetzt. Wir fahren also durch die Stadt durch und schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze aussieht. Die Dashcam sehen wir nicht. Ich habe die Person auch relativ spät gesehen. Die Wärmebildkamera rechts hat die schon gesehen und uns dann davor gewarnt, Achtung, da ist etwas. Ich bin dann nochmal zurückgefahren und schaut euch das Ganze mal an. Man sieht sie noch nicht, das System erkennt die schon und warnt uns davor. Jetzt das Ganze nochmal in verlangsamtem Tempo, damit ihr auch seht, auch in anderer Kombination. Jetzt sehen wir hier die Dashcam in der Mitte und oben links dann die Wärmebildkamera. Man sieht da noch nichts von den Personen. Rechts erkennt das System schon die Personen, warnt uns links die Personen. Die habe ich absolut nicht gesehen. Und auch da hat das System diese erkannt und hervorgehoben. Wie ihr seht, klasse System. Für mich sehr schwierig, das irgendwie auf Bildern festzuhalten. Entweder ist es zu dunkel, dann ist natürlich das Display hier überbeleuchtet oder es ist zu hell. Ja, da sieht man im Display im Prinzip nichts mehr. Ganz schwierig, das Ganze auf Video festzuhalten. Aber ich hoffe, ihr habt ein Gefühl dafür bekommen, was das System kann. Wie gesagt, es bietet eine Menge an Funktionen. Es bietet euch auf jeden Fall eine immensen zusätzliche Sicherheit, also immensen Vorteil in Sachen Sicherheit. Nachts, wie gesagt, Hammer. Das Gerät. Tagsüber hat es natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Klar, man kann es als Dashcam nutzen, wenn man denn möchte. Man kann sich natürlich vor diesen Gefahren da warnen lassen, aber vor allem nachts. Vor allem, wenn man auf Landstraße oder Autobahn fährt, das System schaut nach vorne und informiert dann einen, wenn es irgendwas erkennt. Ja, wie immer, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Und ich habe bei meinen Tests festgestellt, blende ich euch jetzt mal ein, dass wenn man das Display einfach flach hinlegt, das Display schon so hell ist, dass es in der Windschutzscheibe perfekt spiegelt. Das sieht man in dem Video jetzt hier nicht so ganz, aber das ist wirklich ein gestochen scharfes Bild in der Windschutzscheibe. Natürlich jetzt hier spiegelverkehrt, aber ich habe den Hersteller angeschrieben, habe gesagt, hey, implementiert doch mal eine Funktion, dass man das Display so invertieren kann, spiegeln kann, dass wenn es auf die Windschutzscheibe reflektiert wird, man das Ganze wieder normal sieht. Und mit dem nächsten Firmware-Update kommt dann auch diese Funktion. Bedeutet, wenn euch das Display aus irgendeinem Grund zu hell ist oder ihr wollt in der Windschutzscheibe das Ganze einfach haben, könnt ihr das Ganze einfach hier flach hinlegen und dann beamt das Ganze die Information auf die Windschutzscheibe.
Das kommt, wie gesagt, im nächsten Update, habe ich bei mir jetzt noch nicht drin. Ja, was bleibt mir noch zu diesem tollen Gadget zu sagen? Ich glaube, das ist wirklich eines der beste, wenn nicht sogar das beste Gadget, was ich hier wirklich am Auto mal testen durfte. Vielen, vielen Dank dafür. Teilt das Video sehr gerne, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinhauen. Ich versuche, so gut es geht, zu antworten. Okay, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.